Willkommen zu dieser Tarotkartenlegung. Ich schaue jetzt für euch wieder einmal auf die Liebe und zwar mit der Frage an das Universum: Was würde er dir gerne sagen, beziehungsweise was möchte er dir jetzt sagen? Ich lege mit dem Tarot of the Dream Enchantress und wir schauen, wer hier erscheint. Also ich werde den Mann beschreiben oder auch dich oder auch eure Situation, je nachdem, was hier erscheint. Natürlich wird es mehrere Möglichkeiten geben, da es eine allgemeine Legung ist. Was möchte er dir jetzt sagen? Um wen geht's hier? Okay, Königin der Stäbe. Es geht hier um Frauen, also das bist du, die sich im Moment gerne gegen den Mann oder gegenüber dem Mann durchsetzen wollen, ja. Kann sein, dass du das hier nicht ausgesprochen hast, ja. Vielleicht möchtest du ihn nicht verlieren, vielleicht möchtest du ihn nicht, ja, wütend machen, dass er nicht sauer auf dich ist. Aber hier ist auf jeden Fall eine Situation im Moment, wo du dich durchsetzen möchtest, in der du dich durchsetzen möchtest. Okay, was denn noch? Hier ist höchstwahrscheinlich eine Beziehung oder Affäre. Ja, waren hier schon häufiger entweder von dir Überlegungen, dass du das Ganze beenden möchtest. Es kann hier aber auch sein, dass der Mann hier ein paar Mal schon gedroht hat, dich zu verlassen, ja. Ich habe hier auch ein bisschen die Energie, entweder vom Mann, dass er sich immer wieder so verweigert, ja, dass er ein bisschen so herumspinnt wie ein kleines Kind. Es kann aber auch sein, dass er einfach nur nicht so zugänglich ist, nicht so emotional zugänglich ist. Und das fühlt sich dann auch für dich so an wie eine Verweigerung von seiner Seite ausgehend. Okay, vielleicht noch ein bisschen mehr. Hier ist Verwirrung seitens dir, seitens der Frau. Ob du wirklich alles so klar siehst, wie es wirklich ist, ob du dich vielleicht täuscht, ob du ihn falsch einschätzt, ob du eure Verbindung falsch einschätzt. Und auch immer wieder die Hoffnung, dass es weitergeht, ja, dass endlich zum Beispiel die Affäre in eine Beziehung übergeht oder ja, dass es ernster wird. Hier kann auch ein Problem sein bezüglich Zusammenziehen. Ja, der Mann weigert sich, dass ihr zusammenzieht oder es gibt irgendwelche Probleme. Es funktioniert einfach nicht. Hier gibt es eine materielle, eine häusliche Hürde. Und es kann auch sein, dass hier ein bisschen über Dinge gesprochen wurde, wo der Mann schon sowas gesagt oder angedeutet hat, dass er sich dir nicht anpassen will und du weißt, eigentlich ist das nicht okay. Eigentlich sollte er das tun, ja, das würde mich viel mehr zufriedenstellen. Vielleicht weißt du auch, dass es sich so gehört in der Psychologie, wie ich es häufiger schon erwähnt habe. Ja, entweder der Mann passt sich der Frau an oder es gehen besser beide getrennte Wege, wenn er das nicht kann oder nicht will. Im Endeffekt machen sich sonst beide unglücklich und es sollte einfach immer das ganze Szenario, wie eine Beziehung aufgebaut wird, wie sie auch dann geführt wird, nach den Vorstellungen der Frau laufen. Ja, so gilt es als gesund in der Psychologie. Wie ist denn so die Sicht von oben, ja, also die Sicht des Tarots, die Sicht des Universums, was eure Situation betrifft? Ja, hier habe ich entweder von einer Seite aus, von einer Person ausgehend Sturheit, ja, auf den Prinzipien sitzen zu bleiben oder wenn es vom Mann vor allem ausgeht, also stur ist jetzt eigentlich ein nicht so netter Begriff, eher, dass es dann schon gefestigt ist von seitens der Frau,
dass sie sagt, nein, ich bleibe auf meinen Prinzipien sitzen. Das ist ja okay, das ist ja nicht stur. Oder vielleicht hast du das Gefühl, dass es vielleicht stur sein könnte, ist es aber nicht, weil es eben in der Psychologie so empfohlen wird. Oder seitens des Mannes dauerhaft einfach diese Verweigerung, vielleicht auch ohne, dass er das Ganze ausspricht, dass er sich nicht anpasst. Hier kann auch wirklich so eine Art Schweigen des Mannes sein. Ja, du machst einen Vorschlag, du sagst, du sprichst aus, wie es ist, und er bleibt aber darauf sitzen. Ja? Also so wie du das siehst, was hier schief läuft, was dir am Mann nicht passt, sagen die Mächte, also ich sage auch gerne die Mächte oder sagt das Universum, du siehst es wirklich so, wie es ist. Das ist hier keine Illusion, das ist hier keine Einbildung, ja. Und dass der Mann in einer kühlen Energie ist und du das nicht als übertrieben siehst, wird hier auch bestätigt, ja. Er ist abwehrend, er ist in einer kühlen Energie. Obwohl auch von ihm ausgehend der Wunsch da ist, ja, da nimmt quasi das Tarot natürlich auch seine Energie auf, dass er dich behalten will. Also irgendwie weiß er gerade selbst nicht, was er tun soll. Warum ist er denn so kühl? Was ist sein Problem im Moment? Zwei Negativkarten, zwei Fünferkarten, 5 der Stäbe, 5 der Schwerter. Er hat von außen einen Konflikt. Ja, er ist selbst mit etwas in seinem Leben nicht zufrieden. Er muss hier selbst noch etwas bewerkstelligen. Es kann sein, dass er ein bisschen Probleme hat, was eben das Häusliche betrifft, also die Behausung oder auch die Arbeit. Er möchte sich hier selbst im Leben Stabilität bieten und ist quasi in einem, ja, wie schlecht gelaunten Zustand, so dass er sich nicht so richtig öffnen kann in einer Verbindung mit einer Frau. Oder nicht nur nicht öffnen, er ist dadurch unausgeglichen und kann einfach nicht, ja, glücklich leben, um es ganz einfach zu sagen. Und ich habe hier auch die Info, dass das noch länger so anhalten wird. Dass er, was auch immer er hier erreichen möchte oder bekämpft vielleicht sogar, dass es noch länger anhalten wird, weil das für ihn einfach ein Entwicklungsprozess ist. Ja, und du bist hier leider involviert, du steckst hier mittendrin. Also gerade wenn eine Frau auf einen Mann trifft, ja, oder es dauert auch schon länger und sie bemerkt, okay, der ist nicht wirklich im Reinen mit sich oder mit seinem Leben, sollte eigentlich aus psychologischer Empfehlung die Frau die Finger von dem Mann lassen. Ja, ein Mann sollte eigentlich auch erst anfangen, sich um eine Frau zu bemühen. Überhaupt versuchen, Frauen den Hof zu machen, sobald er sein Leben im Griff hat. Weil wie kommt eine Frau dazu, diese Probleme abzubekommen? Weil dann er kann ihr dann ja auch nicht die Stabilität bieten, die er möchte. Und das wird hier so sein. Ja, entweder es geht hier wirklich ums Finanzielle oder es ist eine andere Art von, bei der er, also eine andere Angelegenheit, in der er in einer unstabilen Energie ist und daher kann er eben auch nicht sich so öffnen, was einen Beziehungsaufbau betrifft. Okay, was wird dir hier denn empfohlen? Machen wir gleich mittendrin quasi einen Ratschlag. Schaut, die Hohepriesterin steht immer auch unter anderem ja für Prinzipien. Bleib auf deinen Prinzipien sitzen. Hier haben wir dann den König der Schwerter. Der steht vor allem oder sehr häufig bei mir für die Abwehr. Ja, nimm es nicht an, wenn er sich dir nicht anpassen oder nicht öffnen möchte. Ja, sieh es weiterhin so, wie es ist. Er ist so, er benimmt sich so, er ist in diesem Zustand. Aber nimm es nicht an. Ja, nimm es nicht an, dass du es quasi akzeptierst und darüber hinweg schaust. Hier kann es auch sein, dass es bei einigen hilfreich ist, so dem Mann einen Push zu geben. Ja, entweder du hast jetzt dein Leben unter Kontrolle und du kannst dich mir widmen. Natürlich nicht so ausgesprochen, aber ich sage euch nur die Einstellung bzw. die Energie. Oder ich kann mich zurzeit nicht mit dir abgeben, weil mir das einfach nicht gut tut, wenn du nicht so involviert bist wie ich. Ja, weil egal was hier
zutrifft in deinem Leben. Du bist daher mir gegenüber abwehrend, ja, du verweigerst dich mir, wenn eben auch nur emotional, und das tut mir nicht gut. Ja, auch in Liebeslegungen in meinen Liebeslegungen tritt oft hervor, dass Frauen mehr auf ihr eigenes Wohlbefinden schauen sollen. Was wird dir denn noch empfohlen? Ich hätte es hier noch ein bisschen gerne genauer. Du wirst, wenn dann, ja, nur seinen Kopf waschen können, ja, ihn dazu bringen können, dass er etwas oder sich ändert, je nachdem, was es ist, indem du weiterhin fröhlich dein Leben lebst und nicht irgendwie verkrampft versuchst, auf ihn einzureden oder ihn zu ändern. Ja, was ich vorher gesagt habe, das kannst du schon machen, dass du sagst, du tust mir im Moment nicht gut, ich werde mich jetzt von dir distanzieren, natürlich in deinen eigenen Worten, oder sogar irgendwie ein Ultimatum stellen, entweder das endet jetzt oder wir gehen getrennte Wege. Aber das ist dann nur für ihn so ein, ja, dass er weiß, wie du das siehst, aber dass du wirklich versuchst, energetisch ihn was aufzuzwingen, ihm zum Umdenken zu bewegen oder zum anderen Handeln zu bewegen, das geht nicht. Das muss dann von ihm ausgehen. Du kannst ihm nur sagen, wie es von deiner Seite aus läuft. Und hier wird dir empfohlen, weiterhin fröhlich dein Leben weiterzuleben, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt zurückzukehren, bevor du mit ihm diese Probleme oder vielleicht auch nur unter Anführungsstrichen diese Probleme hattest. Ja, weil wenn er sieht, okay, sie kommt ohne mich klar, sie lebt ihr Leben weiter, vielleicht nimmt ihn das auch ein bisschen so den Druck und kann er sich besser um seine Probleme kümmern, ohne dass er von dir sich so aufgezwungen fühlt, etwas zu ändern. Ja, weil er ja auch dann diese Art, diese Energie immer wahrnimmt. Sie will jetzt, dass ich mich ändere. Sie will jetzt, dass ich das tue. Und durch diesen Druck kann er immer mehr und mehr einen Groll verspüren. Nicht unbedingt dir gegenüber, sondern sich selbst gegenüber. Dann ist er noch mehr unzufrieden und dann blockt er vielleicht noch mehr ab. Ja? Also indem er dich in hier einer sehr leichten Energie vielleicht sieht, ja, dass du auch dich von eurer Verbindung oder von ihm nicht so beeinflussen lässt, energetisch. Ja, sondern so wie es heißt in der Psychologie, der Mann ist nur ein Nebenprodukt. Du bist die Hauptperson. Du sollst dein Leben so leben, wie du es möchtest und dich nicht negativ von ihm beeinflussen lassen oder dich runterziehen lassen. Das gilt für vor einer Verbindung, vor einer Beziehung und bis hin zur Ehe. Ja, auch in der Ehe sollen natürlich beide ihr Leben weiterleben, aber eben den Alltag und den Haushalt miteinander gestalten. Aber sie sollen ja dadurch nicht sich selbst aufgeben. Und das passiert hier ein bisschen. Ja, hier hast du dich ein bisschen aufgegeben, weil du dich zu sehr auf ihn fokussierst und darauf, dass das endlich weitergehen soll. Okay, so, das war jetzt dann schon mittendrin, also das war jetzt die Analyse und mittendrin dann noch die Sicht von oben. Ich nehme jetzt alle Karten zurück, inklusive Ratschlag. Und jetzt komme ich zur Hauptfrage. Was würde er dir gerne sagen? Was möchte er dir jetzt sagen? Ja, seine Energie habe ich ja schon wahrgenommen. Und dass er hier so ein bisschen, ja, bockig ist, einen Groll hat, in einer nicht so ausgeglichenen Energie ist. Schauen wir mal, was er denn zu sagen hat, was er zu melden hat. Ja, natürlich auf dich bezogen, auf dich und auf eure Verbindung bezogen. Nur das interessiert mich jetzt. Es sei denn, ja, es müssten da unbedingt auch andere Dinge genannt werden. Was will er denn dir jetzt sagen? Königin der Schwerter. Er hätte gerne, dass du in eine leichtere Energie kommst, ja, dass du nicht versuchst, dich bei ihm durchzusetzen, dass du nicht versuchst, ihn mit deinen Erwartungen zu drängen. Ja, Königin der Schwerter ist eine Dame in einer sehr harten Energie, in einer sehr strengen Energie. Das ist grundsätzlich gut, aber in dem Fall bewirkt es dann beim Mann, dass er noch mehr in diese schmollende Energie kommt.
Nochmal die 3 der Kelche. Er sagt hier auch, wenn du generell so bist, ja, dass du versuchst, ihn immer etwas aufzuzwingen, ihn immer zu drängen, dann sieht er das auch als einen Teil deines Charakters an und sagt er, mit so einer Frau könnte ich es gar nicht leicht haben oder nicht, ich sage mal nicht leicht genug haben. Leicht sollte es gar kein Mann haben, aber einfach, dass es dann zu schwer für ihn wäre, ja, mit dir gemeinsam eine Zukunft aufzubauen. 2 der Stäbe, so Karte der Pläne bzw. Form umsetzen, ja, schon die Überlegung der Pläne. Also er sagt hier, eine Frau mit solch einer Energie, die immer wieder versucht, auf mich einzureden, obwohl ich schon es schwer genug habe, ja, mit der würde ich wahrscheinlich, das sagt er, untergehen in einer Ehe. Das wäre für ihn ja eine Katastrophe. Ich muss aber sagen, das sagt hier eher so sein Unterbewusstsein. Ja, das ist ihm nicht bewusst. Es kann sein, dass er dadurch auch ein bisschen mehr so einen Groll dir gegenüber hat. Es ist aber jetzt nicht unbedingt, dass ihm das im Moment bewusst wäre. Okay, was denn noch? Was will er noch sagen? Sobald er sein Problem gelöst hätte, ja, oder zumindest schon, mir kommt hier rein, 2 Schritte dieses Problems gelöst hätte, ist er absolut dazu bereit, sich dir zu öffnen, weil er einfach im Moment in so einer angespannten Energie ist, ja, und wenn er das gemacht hat, dann wird er dir höchstwahrscheinlich auch entgegenkommen. Du wirst dann von ihm eine Änderung verspüren. Hier haben wir die Page in der Kelche, ja, das ist so eine zarte Annäherung. Ich reiche dir wieder einen Kelch. Ja, nicht im Sinne von, er müsste hier etwas gut machen. Nein, denn er kann ja auch nicht unbedingt was dafür, dass er hier ein Problem zu lösen hat oder was auch immer eigentlich sein Problem oder seine Schwierigkeit im Moment ist. Eine kleine Wiedergutmachung, ja, aufgrund seiner, ja, Launen, aufgrund seiner Distanz vielleicht. Und dann haben wir noch hier die Ritterin der Schwerter. Wovor er im Moment sehr viel Angst hat, ist, dass du auf ihn zukommst und ihm eine Szene machst. Vielleicht hast du es ja auch schon getan und deswegen hat er Angst, dass das wieder passiert, ja. Er möchte nicht, dass du auf ihn zugehst und ihm eine Szene machst, weil er sich dann noch mehr unter Druck fühlt. Das hat jetzt nichts damit zu tun, was dir empfohlen wird, dass du, wenn du es möchtest, auf ihn zugehst und ihm sagst, pass auf, so wie es zurzeit ist, tut es mir nicht gut, regle du dein Problem und wenn du es geregelt hast, dann kannst du dich wieder melden. Das ist eine Möglichkeit, ja. Und natürlich bedeutet das dann eine Pause. Das ist dann offiziell eine Beziehungspause, wenn eine Beziehung schon vorhanden ist, ja, weil ihr wollt doch nicht eine Beziehung oder eine Ehe haben, wo der Mann die Frau euch links liegen lässt. Das tut euch doch nicht gut. Ja, ein Mann soll euch, wenn dann, ein bisschen glücklicher machen, aber nicht runterziehen. Und hier im Moment zieht er dich runter. Okay, was könnte ich noch fragen? Was gibt es hier noch zu sagen, bezüglich was er zu sagen hat? Ich sag mal so, abgesehen von seinen Problemen, ich nenne es jetzt einfach allgemein Probleme. Er sagt, wenn er eine Frau im Moment haben möchte oder sich im Moment um eine Frau bemühen möchte, dann wärst es du. Ja, und das wirst du wahrscheinlich auch von ihm spüren, dass er seine Augen, auch wenn die zurzeit schwach sind oder abgewendet sind, dass er, wenn dann, für dich Augen hat und nicht für eine andere, ja. Dass du quasi da die Hauptfrau bist, ich meine das nicht haremspezifisch bezogen, absolut nicht, sondern und dass nun mal er keine andere hat. Ja, keine andere, entweder gar keine andere oder keine andere, mit der er es ernst meinen würde, so mit dir. Ja,
ein Auge auf das andere Geschlecht zu werfen, ist bei beiden Geschlechtern normal, auch in einer Beziehung oder Ehe. Ja, wir sind nun mal so biologisch gestrickt, anschauen tut nicht weh. Ja, es heißt ja auch anschauen darf man, anfassen nicht. Okay, nein, der Kelche. Sein Problem hier weggelassen, ist er mit dir glücklich. Ja, ganz einfach gesagt. Aber er muss hier, das weiß er für sich selbst, das spürt er ja auch. Es kann, wie gesagt, hier bei einigen wirklich ums Finanzielle auch gehen. Hier ist Ass der Münzen erschienen. Das ist eine sehr schöne Karte in diesem Deck. Ich liebe sie. Er sagt hier wirklich, er muss hier dieses Problem zuerst lösen, bevor er dir die richtige oder euch beiden eigentlich die richtige Stabilität bieten kann. Mir kommt hier auch gerade rein, Achtung, ich ziehe eine Zusatzkarte. Mir kommt hier auch rein, als ob bei einigen Männern hier, dass es auch hier ein psychisches Problem geben könnte oder ein Suchtproblem. Welche Sucht auch immer. Und dass du vielleicht da auch gar nicht so stark den Ausmaß bereits davon kennst, ja, oder wie weit das zurückzuführend ist. Ja, manche Männer müssen hier wirklich auch vielleicht auf die eigene Gesundheit also bezüglich der eigenen Gesundheit etwas regeln. Ja, dann könnte er das ja auch gar nicht beschleunigen. Und natürlich ist ein Mensch schlecht drauf, wenn das hier der Fall ist. Ja, natürlich ist ein Mensch schlecht drauf, wenn es ihm gesundheitlich nicht gut geht. Ja, also wenn ihr zurückdenkt und ihr hattet das ist ja nicht mal eine starke Krankheit, eine Grippe oder ein Fieber, dann seid ihr ja auch nicht gut drauf. Das geht sehr stark auf die Psyche, auf die Laune. Ja, dann unbedingt, bis er dieses gesundheitliche Problem eventuell gelöst hat, es ihm nicht übel nehmen, wenn er hier schlecht drauf ist, wenn er schlechte Laune verbreitet. Okay, eine Kartenreihe geht noch. Was möchte er dir sagen? Er beobachtet dich. Also er schaut immer wieder, was du tust. Er schaut auch darauf, wie es dir geht, auch wenn er dir nicht im Moment diese Zuneigung oder diese Fürsorge geben oder zeigen kann. Hier haben wir das kleine Männchen, bei 8 der Kelche ist das hier die Dame beobachtet, ja. Ja, eigentlich eine Karte des Weggehens, aber das Dream Enchantress Tarot wird ein bisschen anders gedeutet, beziehungsweise es ist schon nach dem klassischen Tarot, aber es sind manchmal, da gibt es auch ein anderes Deck, das hatte ich früher als Knock-off, ich sage es ganz ehrlich. Mittlerweile habe ich keine Knock-offs mehr. Das Teen Witch Tarot, das zeigt auch dann die klassischen Karten oder die Bedeutungen der klassischen Karten mit denen, weil eine Karte hat ja bis zu 20 Bedeutungen, mit den eher positiven Deutungsmöglichkeiten bis hin zu den Lösungsansätzen bereits. Ja, deswegen ist das Dream Enchantress nicht unbedingt für Anfängerinnen oder Anfänger geeignet. Aber wer es natürlich sehr schön findet oder sich hingezogen fühlt, soll trotzdem damit arbeiten, ja. Und wer es sich kaufen möchte und ganz sicher sein möchte, dass sie oder er kein Knock-off bekommt, also keine Fälschung. Deswegen habe ich meinen Linktree-Link gemacht, ja. Das ist so eine Mini-Homepage, ganz leicht einzurichten. Und da habe ich eben die Decks, die ich benutze, verlinkt auf eBay. Und sofern noch ein Vorrat ist, könnt ihr sie dann dort auch kaufen, ja, bei dem jeweiligen Händler. Also da nehme ich nur Händler, von denen ich weiß, dass die auch wirklich originale Kartendecks verkaufen. Okay, er beobachtet dich und bei dem, was ihr bisher schon miteinander erlebt habt, also er sagt hier, irgendwas habt ihr Spezielles miteinander erlebt, irgendetwas, was eine tiefe Verbundenheit ist oder zu einer tiefen Verbundenheit geführt hat. Also auch da täuschst du dich eigentlich nicht, weil oft täuschen sich Frauen, ja, und illusionieren sich den Mann zurecht. Glauben, dass er vom Schicksal, ja hier auch das Schicksal, dass er vom Schicksal her für sie bestimmt ist. Und das ist oft nur eine Illusion, das sind oft nur Hormone. Er sagt aber hier auch von sich aus,
bei dem, was wir erlebt haben, das ist ja, es kann auch nur eine Kleinigkeit sein, es ist auf jeden Fall irgendetwas Spezielles, fühlt er sich so stark mit dir verbunden, dass er auch glaubt, dass ihr bereits seelenverwandt seid oder dass du ja für ihn die passendste Frau bist. Und das ist ja dann auch wie derselbe Gedanke oder dieselbe Energie. Ja, sie ist für mich vom Schicksal her bestimmt. Nicht, dass er sich gezwungen fühlt, dich daher anzunehmen. Das habe ich hier nicht. Nein. Er hat dich freiwillig angenommen, ja. Und Vier der Stäbe ist auch eine Karte der Ehe, auch eine Karte des Zuhauses. Also hier nochmal, es kann hier sein, dass er mit seiner Behausung irgendein Problem hat. Er vielleicht den Wohnplatz, vielleicht muss er um irgendwas kämpfen. Er sagt hier einfach, ich kann zurzeit nicht, Vier der Stäbe ist auch eine Karte des Festes, ich kann zurzeit nicht, das sagt er, das Leben als wie ein Fest genießen, so wie es ja auch empfohlen wird, weil er nun mal dieses ganze Problem hat, das es zu lösen gibt. Aber er sagt hier auch, er wäre froh und dankbar, wenn du ihm Zeit geben würdest, wenn du auf ihn warten würdest. Und du sollst bis dahin dein Leben weiterhin genießen, ja, auch wenn er nicht im Moment sein Leben oder euer gemeinsames Leben genießen kann. Ja, warten ist immer so eine Sache. In der Psychologie wird empfohlen, nie auf einen Mann zu warten. Aber wenn du sagst, okay, ich will mit ihm die Beziehung oder diese Verbindung aufrechterhalten, ich möchte keinen anderen Mann haben und ich gebe ihm die Zeit und ich warte nicht in dem Sinne auf ihn, sodass sich meine Gedanken die ganze Zeit um ihn drehen, sondern ich lebe mein Leben weiter. Und ich habe damit kein Problem, in dieser Zeit keine anderen Männer zum Beispiel zu treffen. Ja? Oder du kannst es auch machen, natürlich. Du kannst platonisch andere Männer treffen, ja, Ausschau halten, was ist, wenn es mit diesem Mann nichts wird, dann hättest du bis dahin schon eine Bekanntschaft mit einem anderen Mann aufgebaut. Kann sein, ja, also wenn du jetzt sagst, will ich nicht im Moment, dann ist es auch gut. Aber platonisch einen Mann zu treffen, ist nie ein Betrug. Ja, und bei Männern ist es auch ganz normal, dass sie sich Optionen offen halten, dass sie zumindest bis zur Ehe hin auch die Namen von anderen Damen noch in ihrem Telefon abgespeichert haben. Ja, was ist, wenn es mit der aktuellen nichts wird? Dann habe ich wenigstens noch die Kontaktdaten der anderen, mit der ich bisher vielleicht noch nichts hatte oder mit der ich schon etwas hatte. Das ist ganz normal. Ja, das ist kein Betrug, das ist sich einfach nur die Optionen offen halten. Und ich habe es letztens schon erklärt, wir sind alle die Nachfolgerinnen und Nachfolger der Ex-Partnerinnen und Ex-Partner unseres aktuellen Gefährtens. Ja, also wer zum Beispiel jetzt dieser eine Mann, auf den du hier schaust, noch mit seiner Ex bis jetzt zusammen, dann wärst du ja nicht mit ihm zusammen. Wir sind immer nur die Nachfolgerinnen oder Nachfolger. Okay, so, eine Kartenreihe lege ich euch aber noch. Ja, das geht sich aus. Wenn er die Kraft dazu hat, wird er zu dir kommen. Ja, das sagen hier die Karten und das sagt auch er. Sei zu dir selbst gerecht. Er sagt auch, genieße dein Leben weiter, auch ohne ihn, bis er sein Problem gelöst hat. Das ist auch hier gleichzeitig wiederum, das ist hier so eine Mischung aus Ratschlag von oben und das, was auch er dir sagen möchte. Auch von oben wird dir empfohlen, lebe dein Leben weiter und behalte das, was du von ihm erwartest, bei. Und wenn es so ist, ja, wenn du immer wieder an ihn denkst oder vielleicht denkst du auch daran, wie du ihm helfen kannst, sein Problem zu lösen, dann komm raus aus diesem Gedankenkarussell. Ich habe es auch schon einige Male erwähnt. So, jetzt lege ich keine Karten dann mehr. Ich habe es auch schon einige Male erwähnt. Es sollte vor allem vor einer Ehe einem Mann niemals geholfen werden. Ja, ein Mann hat es im Instinkt, das haben wir ja auch im Instinkt. Wir wollen ja beschützt werden von unserem aktuellen Gefährten. Das ist ja romantisch. Ja, deswegen gibt es ja auch in den Filmen dieses
Ich nenne es immer das Prinzessinnen-Helden-Syndrom, ja. Mann rettet Frau. Und das haben auch Männer im Instinkt, ja. Der Mann möchte für die Frau körperlich stark sein, er möchte sie beschützen können. Und wenn er aber ein Problem hat und die Frau hilft ihm, ja, und wenn es nur psychischer Natur ist, dass sie für ihn etwas organisiert, hm, sie würde dann ein bisschen mehr über dieses Problem herausfinden, ja, ein bisschen tiefer in ihn hineinschauen können. Und im Endeffekt hätte die Frau den Mann dann als schwach gesehen. Und das möchte der Mann gar nicht. Er möchte ja für die Frau immer stark wirken. Und nach einiger Zeit ist das in allen Fällen dann genau das Gleiche, hat immer das Gleiche zur Folge, dass der Mann die Frau verlässt, weil er nicht damit klarkommt. Er wirft sie, es wird so genannt, er wirft sie weg wie ein gebrauchtes Pflaster. Und deswegen wird immer empfohlen, niemals dem Mann bei einem Problem zu helfen, bis exklusive der Ehe mindestens, aber auch in der Ehe wird eigentlich empfohlen, da so das zu trennen. Ja, Gespräche, helfende Gespräche können okay sein, aber wenn es ein ärgeres Problem gibt, dann sollte auch die Ehefrau den Mann zu einer Therapeutin oder Psychologin oder auch zu einem Mann diesbezüglich schicken. Das sollte auch wirklich strikt getrennt werden, weil es einfach auch im Endeffekt der Ehe dann schaden könnte. Und es ist okay, wenn beide immer so, was das Innerliche betrifft, ja, was den eigenen psychischen Zustand betrifft, ist es völlig okay, wenn beide immer ja nicht ein ganz offenes Buch sind füreinander. Das ist okay. Ja, das ist so ein innerlicher, sicherer Bereich, der, wenn es zutrifft, ja auch nicht unbedingt ausgesprochen werden muss und überhaupt nichts mit der anderen Person oder mit der Ehe zu tun hat. Das ist okay. Gut, dann beende ich diese Legung. Ich hoffe, sie hat einigen von euch geholfen. Vergesst nicht, mir zu danken durch einen Daumen nach oben. Energieausgleich. Spenden und persönliche Legungen sind auch möglich, indem ihr mir eine E-Mail schreibt, die ihr auf meiner Kanalseite findet. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem. Alles Gute und Liebe für euch und wenn ihr wollt, hört ihr mich bald wieder. Bis dann.